Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. Viele von euch nutzen Paperless Nginx bereits oder planen es, um wichtige Dokumente wie Rechnungen, Verträge und Versicherungspolicen digital zu verwalten. Das System ist mächtig, aber es gibt ein Problem, das oft vernachlässigt wird. Wenn ihr kein sauberes getestetes Backup habt, kann ein fehlerhaftes Update, ein Datenbankfehler oder ein simpler Hardware-Defekt monatelange Arbeit vernichten. Genau das ändern wir heute. In diesem Video zeige ich euch nicht nur die saubere Installation auf einem Synology NAS unter DSM 7 mit dem Container Manager, wir gehen einen Schritt weiter und richten eine vollautomatische Backup-Lösung mit dem Tool Ophelia ein. Und, das ist das Wichtigste, wir führen am Ende gemeinsam einen Restore durch, also die Wiederherstellung der Daten. So läuft euer System stabil und ist im Ernstfall in wenigen Minuten wieder einsatzbereit. Auf meinem Kanal habe ich erst vor kurzem gezeigt, wie man das Ganze auf einem Ugreen NAS einrichtet. In einem Kommentar wurde ich darauf hingewiesen, dass es auf einem Synology NAS so nicht funktioniert, deshalb teste ich das jetzt an dieser Stelle. Als erstes besuche ich mein Synology NAS. Das heißt, ich öffne einen Browser und gehe zum NAS und melde mich hier an. Hier befinde ich mich auf der Oberfläche des Synology NAS. Und was wichtig ist, ich habe den Container Manager in der neuesten Version installiert. Jetzt gehe ich in die File Station und wähle einen Ordner aus, wo ich das Ganze installieren möchte. In meinem Fall habe ich jetzt hier in dem freigegebenen Ordner Docker den Ordner Paperless erstellt. Und im Ordner Paperless brauche ich ein paar Unterordner, die wir später im Container verknüpfen, also mounten werden. Ich erstelle ein paar Ordner. Ich erstelle den Ordner Data. Ich erstelle den Ordner DB. Ich erstelle den Ordner Media. Dann brauche ich den Ordner Consume. Ich brauche den Ordner Scripts. Ich brauche den Ordner Backup. Ich brauche den Ordner Cache. Und ich brauche den Ordner Export. An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, der Ordner Media ist der Ordner, wo die ganzen Daten gespeichert werden. Der Ordner DB soll der Ordner sein, wo die Datenbank gespeichert wird. Den Ordner Consume benutzt ihr dafür, um Dokumente hineinzulegen, die dann vom Paperless verarbeitet werden. Also das ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr einen Netzwerkscanner habt und der in diesen Ordner hineinscannt. Das heißt, den Consume-Ordner könnt ihr auch gut an einer anderen Stelle anlegen. Genauso ist es beim Backup-Ordner der Fall. Der Backup-Ordner ist dafür da, dass dort die Backups gespeichert werden. Das heißt, am besten ist es, wenn ich meinen Backup-Ordner vielleicht in einem anderen Volume habe und damit eine andere Festplatte genutzt wird, als jetzt alles auf einer Festplatte zu speichern. Um das hier einfach zu halten, nutze ich hier alles auf einer Festplatte. Was ich als nächstes machen muss, ist, mir eine Compose-YAML zu erstellen. Ich gehe zum Blog auf deployen.de und hier gibt es einen Blogpost, wie man Paperless Nginx auf seinem Synology NAS installieren kann. Das heißt, ich gehe hier zum Generator und im Generator muss ich angeben, wo befindet sich mein Volume-Pfad. Und jetzt habe ich hier das Volume 1 bei mir benutzt und dort den Ordner Docker und dann den Ordner Paperless. Und der Inbox-Pfad, also der Consume-Ordner, befindet sich auch hier, nur dass der am Ende noch Consume heißt. Ich kann mir hier einen Paperless-Port auswählen. Ich nehme mal 8010 und kann hier ein Postgres-Passwort festlegen. Hier ist es relativ egal, was für ein Passwort das ist. Und ich kann hier einen Secret Key anlegen. Das heißt, hier kann ich auch verschiedene Buchstaben und Zahlen einfach eingeben. Und eine URL benutze ich jetzt in diesem Video nicht. Falls ihr einen Reverse Proxy nutzt mit einer URL am Ende, dann gebt hier die ein, unter der ihr Paperless erreichen wollt. Ich drücke hier weiter. Die Versionszahlen kann ich so lassen, wie sie sind, aber ich kann natürlich auch bei Paperless nachgucken, indem ich hier auf GitHub gehe, ob es eine neue Version gibt. Und ich sehe hier schon, beziehungsweise jetzt hier bei den Releases, es gibt die Version 2.20.1 und das kann ich hier auch in den Packages sehen. Also wenn ich zu den Packages gehe, dann sehe ich die verschiedenen Tags, die mir zur Verfügung stehen. Und die letzte Version ist die 2.20. Das heißt,
Hier gebe ich ein 2.20. Genauso könnte ich die anderen Container auch noch aktualisieren, aber Postgres 18 ist momentan die neueste Version. Ich glaube, bei Tika gab es auch kein Update, bei Gutenberg auch nicht und bei Redis auch nicht. Ich drücke jetzt hier weiter. Hier brauche ich eine User-ID und eine Gruppen-ID. Und zwar ist es die ID meines Benutzers. Das heißt, was ich an dieser Stelle machen kann, ist eine SSH-Verbindung herzustellen und dann herauszufinden, was für eine ID mein Benutzer hat. Das halte ich für zu kompliziert. Ich gehe hier in die Systemsteuerung und gehe auf den Aufgabenplaner. Im Aufgabenplaner erstelle ich eine neue geplante Aufgabe, und zwar ein benutzerdefiniertes Skript. Und hier sage ich, das ist der Task 5, ist jetzt egal, wie er heißt. Ich brauche keinen Zeitplan. Das heißt, ich brauche das Ganze auch nicht zu aktivieren. Hier kann ich eingeben, was für ein Skript ich ausführen möchte. Und ich möchte hier einfach nur ausführen ID. Ich drücke OK. Und jetzt gehe ich hier auf diesen Task 5 und gehe auf Ausführen. Jetzt wurde das Ganze ausgeführt und ich kann mir jetzt hier die Ergebnisse anzeigen, beziehungsweise ich kann sie mir nicht anzeigen lassen, weil ich in den Einstellungen noch keinen Ort zum Speichern gesetzt habe. Das heißt, ich gehe in die Einstellungen und wähle hier irgendeinen Ordner aus, wo die Ausgabeergebnisse gespeichert werden. Ich wähle jetzt hier den Ordner Docker aus, drücke OK und führe Task 5 noch einmal aus. Also ich gehe hier nochmal hin und drücke auf Ausführen. Jetzt wird er ausgeführt und jetzt kann ich mir hier auch in den Aktionen die Ergebnisse anzeigen lassen. Und ich sehe hier meine Standardausgabe. Der Benutzer Evgeny, den ich hier erstellt habe, hat die Benutzer-ID 1026 und die Gruppen-ID 1000. Das heißt, die nutze ich hier, 1026 und die Gruppen-ID 1000. Ich benutze kein Reverse-Proxy auf dem gleichen Gerät und drücke auf Weiter. Beim Filename-Format kann ich mir auswählen, wie die Daten in meinem Media-Ordner gespeichert werden. Die lasse ich jetzt hier an dieser Stelle so, wie sie sind und drücke auf Weiter. Und jetzt habe ich hier eine Compose-YAML, die kopiere ich mir raus und ich gehe in meinen Container Manager, beziehungsweise ich gehe nochmal in den Aufgabenplaner und deaktiviere nochmal den Task. Der soll jetzt nicht jeden Tag ausgeführt werden, beziehungsweise ich kann ihn auch einfach komplett löschen, weil ich brauche ihn nicht mehr. Jetzt gehe ich in den Container Manager und in meine Projekte. Und in meinen Projekten sehe ich, ich habe noch keine Projekte erstellt. Das heißt, ich erstelle jetzt hier ein Projekt und nenne das Projekt Paperless. Und ich kann hier einen Pfad festlegen. Ich wähle den Pfad Docker Paperless und ich möchte nicht eine Docker Compose YAML hochladen, sondern eine erstellen. Und hier füge ich den Code ein, den ich gerade kopiert habe. Jetzt muss ich hier darauf achten, dass ich auch wirklich die gleichen Ordner habe, wie die ich angegeben habe. Hier ist zum Beispiel Volume 1 Docker Paperless Redis. Diesen Ordner habe ich nicht. Ich habe den Ordner Cache genannt. Das heißt, ich muss jetzt hier in meinem Container Manager das Ganze auch hier an dieser Stelle Cache benennen. Den DB-Ordner lasse ich so. Den Webserver lasse ich auch so. Hier sehe ich die Ordner Data, Media, Export und Consume. Ich muss sicherstellen, dass die auch hier vorhanden sind. Ansonsten kann ich hier alles so lassen, wie es ist. Der Gutenberg-Container ist hier und der Tika-Container. Und das sieht alles für mich okay aus. Das heißt, ich drücke jetzt hier einfach an dieser Stelle weiter. Und hier drücke ich auch einfach nochmal weiter und drücke auf Fertig. Und das Projekt wird jetzt gestartet. Die Images werden jetzt alle heruntergeladen. Das kann eine Weile dauern. Solange hier die Images heruntergeladen werden, gehe ich nochmal in meine File Station und gehe in den Ordner Scripts. Und in den Ordner Scripts möchte ich mein Backup-Skript hochladen. Das heißt, ich schiebe das einfach hier rein und ich habe jetzt hier mein Backup-Skript hochgeladen. Also das sieht immer noch genauso aus wie in meinem letzten Video. Hier wird festgelegt, wie eine Backup-Datei angelegt wird. Nach 30 Tagen werden dann die Backups auch wieder gelöscht. Was ich hier sicherstellen muss, ist, dass mein Postgres-Container wirklich paperless-db heißt und mein Webserver-Container
auch wirklich paperless und meine Datenbank-Benutzer sollte paperless sein und die Postgres-Datenbank sollte auch paperless heißen. Das heißt also, wenn ich hier dieses Skript nutze, dann sehe ich hier bei DB den Container-Name, der ist paperless-db und beim Webserver ist der Container-Name paperless. Das heißt also, in meinem Fall hier stimmt das Ganze. Und dann in der Datenbank, also hier in der Datenbank, sehe ich hier bei Environment, die PostgreSDB ist paperless und der Postgres-User ist auch paperless. Das heißt, wenn ich jetzt diese Angaben nicht geändert habe, dann stimmen diese Angaben hier in meinem Skript. Und was dann passieren muss, ist, dass hier einfach ein Postgres-Dump angelegt wird und dann mit dem Document Exporter alle Dokumente aus paperless extrahiert werden. Diese Datei kann ich jetzt hier wieder schließen. Und jetzt kann ich mir angucken, wie weit das ist. Die Images werden immer noch heruntergeladen. Einige Images brauchen anscheinend echt lange, bis sie heruntergeladen werden. Jetzt sind 15 Minuten vergangen und die Images sind immer noch nicht heruntergeladen. Das heißt, hier stimmt irgendwas nicht. Ich schließe das Ganze mal und gehe nochmal in das Projekt und drücke auf YAML-Konfiguration. Was ich jetzt hier mache, ist hier nicht die GitHub Container Registry zu benutzen, sondern einfach, ich muss das Ganze anhalten. Aber ich kann es nicht anhalten, weil es gerade neu ausgeführt wird. Also ich würde jetzt gerne das Ganze hier an dieser Stelle stoppen. Ich öffne nochmal das Terminal und drücke STRG C. Das macht aber gar nichts. Und das Tolle ist, ich kann diesen Vorgang nicht stoppen. Ich glaube, dass ich irgendwie ein Problem habe, von der GitHub Container Registry mir die Images herunterzuladen. Und ich würde gerne Docker Hub benutzen. Aber Synology bietet mir anscheinend hier keine Möglichkeit, den Vorgang zu stoppen. Also das heißt, ich muss jetzt warten und zwar gegebenenfalls einfach sehr lange warten, weil jetzt hat er vielleicht die Hälfte heruntergeladen. So, die Images scheinen jetzt nach einer guten halben Stunde heruntergeladen worden zu sein. Und die Container sind jetzt erstellt worden. Und ich sehe hier auch einen grünen Punkt. Ich gehe in das Projekt rein und sehe keinen einzigen Container, was irgendwie komisch ist. Doch jetzt wurden die Container nachgeladen. Und ich sehe meine Container aus dem Projekt. Hier sehe ich meinen Paperless-Container. Ich kann ihn hier auswählen und kann mir das Protokoll angucken. Hier sehe ich, dass noch Vorgänge durchlaufen. Also an dieser Stelle werde ich Paperless noch nicht erreichen können. Jetzt laufen hier Django-Checks. Jetzt wurde der Container initialisiert und er hört auf den Port 8000. Aber nach außen hin habe ich ja einen anderen Port erreichbar gemacht. Und zwar gucke ich hier nochmal in der YAML-Konfiguration. Ich sehe hier den Port 8010. Und den Port 8010 versuche ich jetzt aufzurufen. Das heißt, ich gebe ein die IP-Adresse des Synology NAS und den Port 8010 und ich erhalte hier ein Batch Request. Und das liegt einfach daran, dass ich hier unter dem Webserver und dem Paperless Allowed Hosts nicht angegeben habe, dass ich das Ganze auch unter der IP-Adresse erreichbar machen möchte. Und was ich hier an dieser Stelle machen muss, ist das ganze Projekt wieder zu stoppen, weil die YAML-Datei kann man so lange nicht bearbeiten, wie das Projekt läuft. Ich drücke auf Stoppen. Jetzt sind die Container alle wieder gestoppt und ich kann jetzt hier die YAML-Datei wieder bearbeiten. Und ich gebe jetzt hier ein 192.168.178.6 und drücke auf Speichern und ich möchte, dass das Projekt neu erstellt wird. Jetzt wird das Projekt wieder neu gestartet und ich versuche das Ganze nochmal zu erreichen. Und momentan erreiche ich die Seite nicht, weil der Container noch nicht wirklich geladen ist. Also ich kann jetzt hier nochmal in den Containern gucken. Hier läuft der Container noch gar nicht. Jetzt läuft er. Und jetzt sehe ich im Protokoll,
dass hier wieder diese Checks laufen. Jetzt scheint es wieder fertig zu sein. Ich lade die Seite neu. Anscheinend ist es noch nicht fertig. Jetzt lade ich die Seite nochmal neu. Diesmal erreiche ich die Anmeldeseite und ich erstelle mir einen neuen Admin-Benutzer. Ich nenne den jetzt Deployen. Und ich drücke auf Registrieren. Und diesmal bin ich jetzt hier in Paperless drin. Und was ich machen kann, ist jetzt hier Dokumente hineinzufügen. Das heißt, ich schiebe jetzt einfach mal ein paar Tests, PDF-Dateien hier rein und die werden hier hochgeladen. Das heißt, ich kann jetzt auch bei den Dokumenten hier zum Beispiel sehen, ich habe eine Test-PDF 4 oder hier meinen Time-Tagger-Report. Den wähle ich aus und ich gebe hier als Korrespondenten ein den Korrespondenten Time-Tagger. Den muss ich neu erstellen. Also hier gebe ich ein Time-Tagger und es soll die automatische Zuweisung erfolgen. Ich drücke auf Speichern. Ich drücke hier auf Speichern. Und das war's auch schon. Hier habe ich jetzt das Dokument mit dem Korrespondenten Time-Tagger. Und hier werden jetzt auch noch die weiteren Dateien hochgeladen. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis die Dateien wirklich verarbeitet werden. Ich kann mir hier auch die CPU-Auslastung angucken und den RAM-Verbrauch. Und die Dokumente sind jetzt hier verarbeitet worden. Was ich jetzt an dieser Stelle mache, ist den Stack noch einmal zu stoppen, weil man muss hier immer wieder alles stoppen, damit man das Ganze bearbeiten kann. Und der Stack wurde jetzt gestoppt. Und was ich mache, ist hier 2 weitere Services anzugeben, die ich auch starten möchte. Und bei den 2 Services handelt es sich einmal um Ophelia in der Version 0.3. Ophelia sorgt dafür, dass andere Container immer wieder einen Befehl ausführen können und ich sorge dafür, dass es hier noch einen Backup-Runner gibt. Im Backup-Runner läuft ein Alpine-Container. Da werden erst ein paar Sachen installiert wie Bash rsync und die Docker CLI und dann soll über Ophelia dieser Backup-Runner jede Minute irgendwas ausführen. Und diese jede Minute ist hier angegeben. Wenn ich nicht möchte, dass es jede Minute ausgeführt wird, kann ich hier jetzt zum Beispiel beim Crontab-Generator kann ich hier zum Beispiel sagen, es soll täglich ausgeführt werden, zum Beispiel nachts um 5 Uhr. Dann hätte ich hier diese 05 Stern 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 und müsste die hier reinkopieren und das Ganze mit einer 0 voransetzen. Also, wenn ich die hier lösche und jetzt eingebe 05 Stern Stern Stern, dann heißt es, dass jede Nacht um 5 Uhr hier das ausgeführt werden soll, was sich in Scripts backup.sh befindet. Also die Datei, die ich vorhin hochgeladen habe. Aber da ich jetzt nicht bis 5 Uhr nachts warten möchte, ändere ich hier diese Angaben zu Stern und Stern, damit der Backup jede Minute ausgeführt wird. So kann ich dann gucken, ob alles funktioniert oder nicht. Jetzt drücke ich auf Speichern und das Projekt soll neu erstellt werden und gestartet werden. Das heißt, jetzt werden Ophelia und Alpine nochmal heruntergeladen und die Container laufen jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Container rein. Ich gehe in das Projekt im Paperless und ich sehe hier, der Backup Runner ist rot. Da drücke ich mal drauf und sehe hier, das Bind Mount ist gefailed. Docker Volume 1 Docker Paperless Backups existiert nicht. Und das ist richtig, weil bei mir heißt es hier Backup. Das heißt, ich benenne diesen Ordner um und nenne das Ganze an dieser Stelle Backups. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch genauso gut in der YAML-Datei das Ganze bearbeiten können. Jetzt gehe ich nochmal in das Projekt und drücke hier auf Erstellen. Jetzt wird das Projekt nochmal gestartet. Jetzt gehe ich nochmal hier rein und ich sehe hier, der Backup-Runner ist inzwischen grün. Den wähle ich mal aus und gehe ins Protokoll. Und ich sehe hier, alle Dienste, die ich hinzuinstallieren wollte, wurden installiert. Und jetzt kann ich mir hier den Ophelia-Container angucken. Und im Ophelia-Container sehe ich im Protokoll, ob das Backup durchgelaufen ist oder nicht. Ich sehe hier, der Paperless Backup wurde initialisiert.
Und das heißt, ich muss jetzt 1 Minute warten und dann sehe ich, ob es klappt. Und hier an dieser Stelle sehe ich, dass ich einen Fehler bekomme. Und zwar ist hier der Fehler, die Client-Version 1.52 ist zu neu und die maximal supportete API ist 1.43. Jetzt stoppe ich hier wieder dieses Projekt und an dieser Stelle zeigt sich mal wieder, warum man nicht Images laufen lassen sollte, die mit Latest aufhören. Weil an dieser Stelle weiß keiner, welche Version von Alpine gerade wirklich benutzt wird. Und ich möchte jetzt hier einfach eine ältere Version von Alpine benutzen. Vielleicht habe ich dann dadurch eine ältere API, die ich ausführen kann. Das heißt, ich gehe jetzt zu Docker Hub und in Docker Hub suche ich nach Alpine und sehe hier das offizielle Alpine Image und sehe hier die Tags. Und momentan nutze ich den Tag Latest und der Tag Latest ist das gleiche wie hier die Version 2.23.0. Die wurde vor 8 Tagen veröffentlicht, also im Dezember 2025. Jetzt kann ich mal gucken, was es sonst noch so gibt. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel 3.22 verwenden. Das gab es vor 2 Monaten. Oder 3.21 ist auch vor 2 Monaten. 3.20 wurde auch vor 2 Monaten veröffentlicht. 3.19 ist vor 2 Monaten veröffentlicht worden. 3.18 ist vor 10 Monaten veröffentlicht worden. Gehen wir nochmal zurück. 17 ist vor einem Jahr. 16 ist vor fast 2 Jahren. Und 3.15 ist zwar vor 2 Jahren veröffentlicht worden. Und jetzt muss man einfach testen, mit welchem Alpine Image das vielleicht klappt. Ich nehme jetzt hier einfach mal die 3.15. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die YAML-Datei rein und gebe hier ein Alpine Doppelpunkt 3.15. Also ich habe jetzt hier darauf geachtet, dass sie keine Vulnerabilities hat, aber natürlich hätte ich auch eine andere Version benutzen können und es wäre wahrscheinlich genauso sicher. Insbesondere dadurch, dass dieser Container nicht von außen erreichbar ist. Ich versuche es jetzt mal mit Alpine 3.15. Ich drücke auf Speichern, drücke wieder Projekt erstellen und starten. Und jetzt wird das neue Image heruntergeladen von Alpine. Die Container wurden jetzt gestartet. Ich gehe jetzt hier wieder in die Container und mich interessiert jetzt eigentlich der Container hier, dieser Backup Runner. Der interessiert mich. Ich gehe ins Protokoll. Ich sehe hier wurden alle Sachen installiert, die installiert werden sollen. Ich sehe hier bei der Docker CLI, es wurde 20.10.16 installiert. Und jetzt gehe ich zu Ophelia und gehe ins Protokoll. Und hier sehe ich schon bei Ophelia, dass der Paperless Backup Job hier 8 Elemente gebackupt hat. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die File Station und gehe zu den Backups. Und in den Backups sehe ich 3 Backups. Um 21:17 Uhr ist hier kein Backup wirklich erstellt worden. Um 21:21 sehe ich hier schon einen Documents-Ordner und eine Paperless-DB SQL. Das heißt, hier liegt eigentlich alles vor, was vorhanden sein müsste. Und um 21:22 Uhr genau das gleiche. Also in den Documents sind meine Dokumente, und zwar als Archive und als normale Version und die Thumbnails. Und hier ist der ganze Dump der Datenbank vorhanden und in der Restore-Info ist gespeichert, welche Postgres-Version verwendet wird und welche Paperless-Version verwendet wurde und wann das Backup angelegt wurde. Was ich jetzt mache, ist hier den Container bzw. das Projekt wieder zu stoppen. Die Container sind alle gestoppt worden, glaube ich. Ja, jetzt wurde das Projekt gestoppt und ich gehe nochmal in die File Station und jetzt erstelle ich hier noch einen Ordner
und den nenne ich Backup. Also im Idealfall habt ihr diesen Backups-Ordner und dieser Backups-Ordner, der befindet sich auf einem anderen Volume. Und was ihr auch machen solltet, ist irgendwie so ein Programm wie CloudSync zu nutzen oder Hyper Backup, um das Ganze irgendwie auch noch vom NAS irgendwo anders zu sichern. Was wir jedenfalls machen ist, ich nehme jetzt hier diese Dateien aus dem Ordner um 21:22 Uhr und kopiere sie alle und ich füge sie jetzt alle in den Ordner Backup hinein. Das heißt also, ich tue so, als hätte ich jetzt das Backup von woanders hier reingeladen und jetzt lösche ich alle meine anderen Ordner. Cache Data, DB, Export, Media, die entferne ich alle und erstelle sie an dieser Stelle auch wieder neu. Also Media, Export, DB, Data und Cache. Das heißt, ich habe jetzt hier an dieser Stelle eine leere Datenbank und in meinem Media-Ordner befindet sich auch nichts mehr. Das heißt, wir tun jetzt so, als wäre das Worst-Case-Szenario eingetreten. Ich habe meine kompletten Daten verloren, bis auf das Backup. Das Backup füge ich jetzt hier in diesen Ordner Backup ein. Und was ich als nächstes mache, ist im Container Manager meine Konfiguration anzupassen. Und zwar möchte ich hier das Volume reinbinden. Also ich gebe hier ein, dass Volume 1 Docker Paperless Backup gebunden werden soll im Container im Ordner Backup. Und diese Zeile hier, die kopiere ich mir rüber in den Webserver rein. Also, ich binde den Backup-Ordner sowohl in den Datenbank-Container als auch in den Webserver. Jetzt drücke ich hier auf Speichern und jetzt drücke ich nur auf Nur Änderungen speichern. Ich habe jetzt hier die Container alle gelöscht. Ich tue jetzt so, als hätte ich hier ein neues Projekt. Also ich habe eine neue YAML-Konfiguration, wo ich das Ganze hier eingegeben habe. Und jetzt drücke ich wieder auf Speichern. Und das Problem jetzt hier an dieser Stelle ist, ich kann nur auf Starten und Erstellen drücken und dann werden alle Container gestartet. Also ich drücke jetzt einmal auf Erstellen und das heißt, die Container werden jetzt alle wieder erstellt und gestartet. Im Normalfall würden jetzt auch noch die Images heruntergeladen werden, aber ich habe keine Lust, nochmal eine halbe Stunde zu warten. Das heißt, hier sehe ich gleich meine Container, wenn sich das Ganze aktualisiert. Also es lädt noch. Jetzt sind die geladen. Jetzt drücke ich hier einmal auf Stopp, damit das Ganze wieder gestoppt wird. Jetzt wurden alle Container wieder gestoppt. Was ich an dieser Stelle noch einmal machen muss, ist den DB-Ordner zu löschen, weil ich habe jetzt hier meine Datenbank schon gespeichert. Das möchte ich aber nicht, weil sie wurde gerade verändert, dadurch, dass das gesamte Projekt gestartet wurde. Das heißt, ich lösche nochmal den Ordner DB und ich erstelle nochmal den Ordner DB. Also jetzt habe ich wieder einen leeren Ordner DB und das ist für mich wichtig für die richtige Wiederherstellung. Was ich jetzt mache, ist hier zum Container Paperless DB zu gehen und hier im Paperless DB Container drücke ich auf Start. Und jetzt wird der Container Paperless-DB gestartet, der Rest aber nicht. Das heißt, mir wird jetzt hier auch in den Ordner wieder eine Datenbank angelegt, aber diese Datenbank wird jetzt nicht vom Paperless-Container beeinflusst, sondern ist wirklich nur eine reine Postgres-Datenbank. Was ich jetzt machen muss, ist, in diese Datenbank reinzugehen und hier ein Terminal zu öffnen in der Datenbank. Und ich drücke hier auf mit Befehl starten und der Befehl, den ich ausführen möchte, ist bin bash. Was ich jetzt hier in bash ausführe, ist psql-u, also der Benutzer, und der ist in meinem Fall paperless, minus kleines d, also Datenbank, hat den Namen paperless. Und jetzt wichtig ist kleiner als und jetzt backup / paperless-db.sql. Also so heißt der Dump, den ich im Backup abgelegt habe. Und das führe ich jetzt einfach mal aus. Und jetzt sehe ich hier, dass die Tabelle
umgeschrieben wird. Und das war's auch schon. Und jetzt ist die Datenbank fertig. Ich schließe das Terminal. Ich gehe wieder in das Projekt Paperless rein und ich starte alle anderen Container an dieser Stelle jetzt auch. Das heißt, jetzt werden alle anderen Container gestartet. Und natürlich sollte ich hier, bevor ich das mache, eigentlich in der YAML-Konfiguration auswählen, dass das Backup jetzt nicht mehr jede Minute erstellt wird. Und was ich jetzt mache, ist in den Paperless-Container zu gehen. Also das heißt, ich gehe zu Paperless, drücke auf Aktion, Terminal öffnen und hier erstelle ich wieder ein neues Terminal. Also ich drücke hier mit Befehl starten und gebe auch hier ein /bin/bash. Und dadurch habe ich ein neues Terminal im Container Paperless. Jetzt warte ich hier noch darauf, dass alles fertig geladen ist. Also das sieht jetzt hier so aus, als wäre es fertig. Also gehe ich hier rein und gebe ein Document-Importer und dann von wo das Ganze importiert werden soll. Und das ist der Ordner /backup und dann der Ordner Documents. Jetzt drücke ich wieder Enter. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Und zwar wurden jetzt 8 von 8 Dokumenten wiederhergestellt. Und jetzt besuche ich wieder Paperless. Das heißt, ich lade die Seite neu. Und jetzt sehe ich, es wurden sowohl meine Korrespondenten wiederhergestellt, als auch meine Dokumente wiederhergestellt. Also die sind alle wieder zurück. Und alles wurde genauso wiederhergestellt, wie es vorher war. Jetzt kann ich das Terminal schließen und das Projekt ist an dieser Stelle fertig. Ihr habt jetzt nicht nur eine laufende Paperless-Instanz auf eurem Synology NAS, sondern ein System, das sich selbst schützt. Wir haben uns angeguckt, wie man Paperless installiert, wie man es backuppen kann und auch, wie man die Wiederherstellung wieder hinbekommt. Merkt euch den Grundsatz, ein Backup, das ihr nicht wiederherstellen könnt, ist kein Backup, sondern nur Hoffnung. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, würde mich ein Kommentar freuen. Ansonsten liked gerne dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.